Hallo Leute, hier ist wieder Ino-chan und willkommen zu Teil 2 meines Tutorials darüber, wie ich die Waffe Magenhild von Nora Valkyrie aus der Serie RWBY baue, auch Ruby ausgesprochen. Teil 1 des Tutorials habt ihr ja schon vor 2 Wochen gesehen. Deswegen werde ich jetzt direkt ohne große Einleitung mit dem Bau weitermachen. Wenn ihr also nochmal die Einleitung sehen wollt, weil ihr zum Beispiel wissen wollt, wo ich die Vorlagen für die Waffe her habe, schaut doch bitte das Video von vor 2 Wochen. Beim letzten Mal bin ich mit der Waffe ja etwa zur Hälfte fertig geworden. Sie sah dann so aus, wie ihr sie hier auf dem Foto sehen könnt. Als nächstes habe ich dann erstmal die Schulterstütze aus Styrodur an der Waffe angeklebt. Die hatte ich zwar schon am Anfang des ersten Teils des Tutorials angefertigt, hatte mich dann aber dazu entschieden, sie noch nicht an der Waffe anzubringen, da sie sonst bei den Bauarbeiten beschädigt oder kaputt gehen könnte. Praktischerweise überdeckt die Schulterstütze nach dem Ankleben auch dieses Loch, das entstanden ist, als ich den hinteren Slingpoint von der Waffe entfernt habe. Wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, muss ich dabei natürlich darauf achten, dass kein Kleber in das Loch hineinkommt, da dieser sonst die innere Mechanik blockieren könnte. Als nächstes habe ich dann wieder damit begonnen, das Styrodurteil mit Worbler zu umhüllen, um die Schulterstütze so zu stabilisieren. Das heißt, ich habe wie bei meinen vorherigen Waffen auch jeweils passende Stücke aus Worbler ausgeschnitten, habe diese mit dem Heißluftföhn erhitzt und habe sie dann auf der jeweils passenden Stelle des Styrodurteils angebracht. Dabei muss man natürlich wieder darauf achten, dass die Kanten der einzelnen Worblerteile miteinander verschmelzen, da das Ganze sonst nicht stabil genug wird. Und da das Styrodur empfindlich gegenüber Heißluft ist, solltet ihr auch immer Acht darauf geben, die Heißluft nie direkt auf das Styrodur zu richten. Nachdem ich damit dann fertig war, sah die Schulterstütze folgendermaßen aus. Als nächstes habe ich dann noch 2 kleinere Teile aus Styrodur ausgeschnitten, die oben und unten auf die Waffe draufkommen. Und habe die beiden Teile dann auch direkt an den richtigen Stellen angeklebt, wie ihr hier sehen könnt. Als nächstes habe ich dann erstmal ein paar Kanten mit etwas Modelliermasse aufgefüllt und habe die Modelliermasse über Nacht trocknen lassen. Danach habe ich wie bei der Schulterstütze auch die beiden Styrodurteile oben und unten an der Waffe jeweils mit Worbler ummantelt, um sie zu stabilisieren. Als nächstes habe ich die einzelnen Panzerplatten, die seitlich an der Waffe angebracht werden, aus EVA-Schaum ausgeschnitten. Dazu habe ich erstmal diese eckigen Teile aus EVA ausgeschnitten, habe sie leicht mit dem Heißluftföhn gebogen und dann am hinteren Ende der Waffe angeklebt. Als nächstes habe ich dann diese Teile ausgeschnitten und habe sie mit dem Heißluftföhn in eine halbrunde Form gebracht. Als nächstes habe ich sie dann seitlich, jeweils rechts und links unter der Trommel angeklebt. Danach kam dann der schwierigste Teil, denn nun wollte ich die Panzerplatte machen, die vorne auf den Lauf der Waffe kommt. Und auf dieser befindet sich solch ein Muster, das ich natürlich auch auf die Waffe übernehmen möchte. Also habe ich das Muster erstmal in Größe 1:1 ausgedruckt und habe es auf eine EVA-Platte gepinnt, um ein entsprechend großes EVA-Stück auszuschneiden für die Panzerplatte. Dieses Stück sah dann so aus. Das Muster selbst wollte ich aber aus Moosgummi ausschneiden. Also habe ich die Vorlage auf eine Moosgummiplatte gepinnt und habe noch ein altes Stück EVA-Schaum als Unterlage darunter gelegt. Dann habe ich das Muster Stück für Stück mit einem Teppichmesser aus der Moosgummiplatte ausgeschnitten. Wichtig dabei ist, dass eure Klinge immer schön scharf ist, damit ihr das Moosgummi schneidet und nicht reißt. Nachdem ich mit der ersten Hälfte fertig war, habe ich natürlich noch die zweite Hälfte des Musters auf das Moosgummi gelegt und ebenfalls ausgeschnitten. Nachdem ich mit dem Ausschneiden aller Einzelteile fertig war, habe ich die EVA-Platte von vorhin mit Kleber bestrichen und habe die Einzelteile alle darauf geklebt. Das Ganze sah dann so aus, wie ihr es hier sehen könnt. Anschließend habe ich das Muster, das sich auf der vorderen Abdeckplatte der Munitionstrommel befindet, ebenfalls aus Moosgummi ausgeschnitten und habe es auf die Abdeckplatte aufgeklebt. Den Teil des Musters, der hier jetzt fehlt, habe ich natürlich auf die Teile der Abdeckplatte geklebt, die fest an der Waffe angeklebt sind. Dann habe ich erstmal die EVA-Platte mit dem Moosgummi-Muster mit Hilfe des Heißluftföhns in eine runde Form gebracht und habe sie dann vorne auf den Lauf der Waffe geklebt. Anschließend habe ich dann sämtliche Moosgummi-Muster mit Worbler überzogen. Angefangen habe ich dabei mit dem Stück der Abdeckplatte, das fest an der Waffe angeklebt ist. Wobei mir allerdings aufgefallen ist, dass ich dieses Stück Worbler einfacher hätte anbringen können, wenn ich das gemacht hätte, bevor ich die EVA-Platte aufgeklebt habe. Als nächstes habe ich die lose Abdeckplatte mit Worbler überzogen.
Erstmal habe ich ein passendes Stück Warbler ausgeschnitten und habe es mit dem Heißluftföhn erhitzt. Dann habe ich es mit der glatten Seite nach unten auf die Abdeckplatte gelegt und habe es erstmal mit den Fingern grob festgedrückt. Die Details habe ich dann mit einem dünnen, spitzen Werkzeug gemacht. Wenn man kein passendes Werkzeug hat, kann man stattdessen auch zum Beispiel einen Bleistift benutzen. Dabei habe ich zwischendurch das Warbler immer wieder mit dem Heißluftföhn erhitzt. Zum Schluss habe ich dann noch den überstehenden Rand abgeschnitten und fertig war ich. Anschließend habe ich dann noch die Panzerplatte auf dem Lauf der Waffe mit Warbler überzogen. Danach sah die Waffe dann so aus. Kenner der Serie werden wissen, dass sich auf anderen Teilen der Waffe ebenfalls solche Muster befinden. Die meisten dieser Muster sind allerdings zu fein, um sie auf diese Weise zu erzeugen, deswegen habe ich sie weggelassen. Als letztes Detail habe ich dann noch diese Kanten auf beiden Seiten der Waffe angebracht. Somit ist Noras Waffe jetzt fertig. Jetzt fehlt nur noch, dass ich die Waffe grundiere und dann bemale. Das werde ich aber erst in den nächsten Tagen machen. Das fertige Ergebnis könnt ihr dann in meinem nächsten Video nächste Woche sehen. Also schaut doch auch nächstes Mal wieder rein. Und bis dahin, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat und abonniert meinen Kanal, um keines meiner neuen Videos zu verpassen. Und damit sage ich Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.